Antike Statuen gelten als Relikte aus der fernen Vergangenheit, sie enthalten jedoch niemals andere Relikte wie Schriftrollen, Briefe, Geld oder andere Gegenstände. Sie haben auch historischen Wert. Die Funde sind oft schockierend, überraschend und zufällig, denn niemand hatte damit gerechnet, diese Objekte in den Skulpturen zu finden. Heute werden wir über solche Fälle sprechen und nicht vergessen, es zu mögen. Wenn Sie etwas Interessantes und Informatives lernen. Buddha-Statue. In den 1990er Jahren wurde eine Buddha-Statue entdeckt, die das tatsächliche Skelett eines Mönchs enthielt. Höchstwahrscheinlich wurde der Mönch irgendwann im 10. Jahrhundert mumifiziert. Seine sterblichen Überreste wurden später in eine Statue umgewandelt. Die automatische Mumifizierung ist überhaupt charakteristisch. Für Buddhisten handelt es sich um eine bewusste Handlung von Mönchen, die sich ändern möchten. Dieser Prozess ist sehr langwierig und schwierig. Tatsächlich beginnt es bereits 3 Jahre vor dem Tod. Zunächst müssen die Mönche eine Diät einhalten, bei der sie sich holzig ernähren, das heißt nur Nüsse, Wurzeln, Beeren und Heilmittel. Die letzte Phase dieses Prozesses. Es kommt zu dem sogenannten Yu, sie hören auf zu essen und trinken nur noch Wasser. Sie mischen das Salz, während sie langsam meditieren. Dies ist ungefähr der Zustand, in dem sie begraben sind, und solche Mumien sind an sich sehr selten, aber etwas Ähnliches im Inneren der Statue zu entdecken, war schockierend. Dies ist übrigens der einzige bekannte Fall einer Mumifizierung im Inneren einer Statue. Ursprünglich wollten die Wissenschaftler den Fund entfernen, doch als sie die Gesamtsituation analysierten, entschieden sie sich gegen diesen Schritt. Geben Sie es auf, denn die Mumie könnte beim Entfernen zerfallen. Röntgenaufnahmen zeigten schließlich, dass das Skelett in einwandfreiem Zustand war. Statue von Jesus. Vor einigen Jahren wurden im Getty Center in Spanien 2 Schriftrollen entdeckt, die hinter einer 240 Jahre alten Jesus-Statue versteckt waren. Als der Arbeiter seine Entdeckung machte, entfernte ein Team von Spezialisten einen Teil der Statue, um die Schriftrollen zu entwirren. Die Notizen wurden 1717 von Joachim Menges verfasst. Prediger in der Kirche Burgo de Osma in Spanien. Weil Menges schrieb, dass der Autor der Statue Manuel Ball war, der ähnliche Statuen für andere Tempel und Kathedralen schuf. Menges fügt hinzu, dass sie in diesem Jahr erfolgreich Weizen, Roggen, Hafer und Gerste geerntet haben und viel Wein auf Lager hatten. In den Notizen können wir auch lesen, dass ihr Dorf von einer Typhusepidemie heimgesucht wurde. Er schrieb weiter, dass sie oft Ballspiele und Karten spielten, um sich die Zeit zu vertreiben. Zu dieser Zeit regierte König Carlos III, sein Königspalast befand sich in Madrid. Die Kirche, zu der die Statue gehörte, besaß doppelte Schriftrollen. Die Originale wurden zur Archivierung an Erzbischof Busch geschickt, die Kopien wurden zurückgegeben, die Statuen trafen ein. Antike chinesische Statue. Im Jahr 2016 entdeckten australische Kunsttheoretiker eine antike Banknote im Kopf einer 645 Jahre alten chinesischen Buddha-Statue. Der Schein hatte die gleichen Abmessungen wie ein normaler Buchstabe und sah daher im Vergleich zu heutigen Scheinen größer und seltsamer aus. Der Text auf der Banknote besagt, dass sie im Jahr 13.171 ausgegeben wurde. Dies war während der Herrschaft des ersten Kaisers der Ming-Dynastie. Der Schein war ein Yuan wert, damals entsprach er 1000 Kupfermünzen oder 28 Gramm Silber. Dieses seltene Muster ist eine der frühesten jemals ausgegebenen Banknoten. Diese Art von Bargeld gab es im Jahr 1371 fast ausschließlich in China. Damals verwendete Europa noch Münzen und begann erst 300 Jahre später ganz langsam mit der Umstellung auf Banknoten. Das Interessante ist, dass diese Entdeckung völlig zufällig gemacht wurde. Die Statue wurde für die Versteigerung vorbereitet. Als die Banknote darin entdeckt wurde, war es überraschend, dass es nicht einmal einem der Vorbesitzer gelang, die Banknote zu entdecken. Wenig später wurde auch dieser Geldschein für 1 versteigert. Jesus-Statue. Im Jahr 2014 fanden in Mexiko Restaurierungsarbeiten an einer hölzernen Jesus-Statue statt. Darin wurden echte menschliche Zähne entdeckt. Die Statue wurde Passion Christi genannt, sie stellte Jesus vor der Kreuzigung dar, man kann sich nicht erklären, woher die 300 Jahre alten Statuen kamen. Echte menschliche Zähne. Die Wahrheit ist, dass antike Skulpturen aus dieser Region Mexikos oft echte Nägel, Zähne und Haare enthielten. Es wurde sogar eine Statue eines jungen Jesus mit 2 kleinen Hasenzähnen gefunden.
Außerdem wurden eine Statue eines Teufels mit Hundezähnen und mehrere andere mit echtem Menschenhaar gefunden. Eine Statue mit echten menschlichen Zähnen war jedoch etwas Unerhörtes. Die Zähne waren in einwandfreiem Zustand, was den ganzen Fall noch mysteriöser macht. Der Mund der Statue war immer geschlossen, so dass die Zähne fast unsichtbar waren. Man konnte sie nur erkennen, wenn man Röntgenaufnahmen machte. Wissenschaftler vermuten, dass die Zähne einer lebenden Person entnommen wurden, die sie der Kirche spenden wollte. Mexikanische Christen opferten sehr oft Körperteile für Kirchen, dies geschah etwa im 17. und 18. Jahrhundert. Julia-Statue. Vor einigen Jahren wurde in Verona, Italien, eine Bronzestatue von Julia gefunden, die Romeo in Shakespeares Tragödie Romeo und Julia liebte. Darin wurden hunderte Schlüssel und Liebesbriefe entdeckt. Die Objekte wurden anlässlich der Restaurierungsarbeiten zum Valentinstag 2015 gefunden, während die Statue selbst hergestellt wurde. Im Jahr 1916 wurde es in Verona platziert, da diese Stadt als Geburtsort der Romanfigur gilt. Weniger, die Statue verlor nach und nach ihre Form, Touristen wollten sie oft streicheln, um Glück zu haben, all dies führte zu Abnutzung und schließlich zum Auftreten von Rissen. Nicht lange danach begannen Touristen, Liebesbriefe durch diese Ritzen in die Eingeweide von Julias Statue zu stecken, und dort wurden auch viele Schlüssel gefunden, da verliebte Menschen manchmal ihre Namen auf kleine Vorhängeschlösser schrieben. Die Schlüssel und Buchstaben wurden erst entdeckt, als Spezialisten versuchten, die Risse zu verschließen und eine Kopie der Rollskulptur im Inneren der Buddha-Statue anzufertigen. Im Mai 2018 wurde ein Bericht veröffentlicht, wonach im Hokai-Tempel in der japanischen Stadt Nara eine 76 cm hohe Bodhisattva-Statue gefunden wurde. Sein Alter wird auf 700 Jahre geschätzt. Diese Statue stellte einen barfüßigen Moncha dar, also einen Bodhisattva der Weisheit. Monchu wird oft als Mann dargestellt, der auf einem Löwen sitzt. Diese Person hält in einer Hand ein buddhistisches Buch und in zwei Händen ein Schwert, das auf einem Löwen sitzt, symbolisiert die Tatsache, dass eine Person ihren Geist beherrscht hat. Das Buch symbolisiert Wissen und Wissen. Das Schwert zeigt, dass er Unwissenheit und Ungebildetheit überwunden hat. Unter den 180 Gegenständen befanden sich Schriftrollen, Reliquien und andere unbestätigte Artefakte. 30 davon wurden im Kopf entdeckt, die anderen 150 im Körper der Statue. Leider können Wissenschaftler den Inhalt der Schriftrolle nicht bestätigen. Die Entdeckung wurde während einer Computertomographie-Untersuchung gemacht. Die Statue selbst bleibt versiegelt. Löwenstatue. Im Jahr 2014 wurde im alten Kapitolgebäude in Boston eine goldene Löwenstatue entdeckt. In ihrem Darm befand sich eine Zeitkapsel. Diese Kapsel wurde im Kopf des Löwen entdeckt, als die Rekonstruktion der Statue vorbereitet wurde. Interessanterweise geriet die Zeitkapsel nicht in Vergessenheit. Ihre Existenz wurde 1910 in der Zeitung Boston Globe erwähnt. Doch schon bald vergaß jeder die Statue. Sie erinnerten sich erst wieder an sie, als der Nachkomme des Bildhauers einen Brief mit dem Namen entdeckte. In dem Brief an den Bildhauer selbst hieß es, dass die Kapsel Zeitungsausschnitte, Fotos und Autogramme enthielt. Es gab auch mehrere Briefe von Politikern und Einwohnern Bostons. Derzeit beabsichtigen die Stadtbehörden von Boston, Kopien des Inhalts der Statue anzufertigen und sie zusammen mit einigen neueren Gegenständen in der Statue zu platzieren, damit sie im 22. Jahrhundert wiederentdeckt werden können. Hurra! Der Autor dieser Statue aus dem Ende des 16. Jahrhunderts ist der berühmte Bildhauer Jan Bologna. Hurra! Er war es, der diesen gut aussehenden, über 10 m großen Mann erschuf. Kürzlich wurde jedoch enthüllt, dass diese Statue mehrere Geheimnisse birgt. Wie sich herausstellte, gibt es im Inneren der Statue mehrere Räume. Sie scheinen die Statue zum Leben zu erwecken. Das Wasser wurde aus einem Bach geholt und das Monster, das der Apennin mit seiner linken Hand hält, spuckte es aus. Darüber hinaus gehen Experten davon aus, dass sich der Raum im Kopf dieses Monsters befindet und für einen speziellen Kamin gedacht war. Als darin ein Feuer entzündet wurde, stieg Rauch aus den meterlangen Nüstern, und so sehen die Räume heute aus. Das Modell zeigt die Anordnung der Statue. Hurra! Die Statue der Wahrheit. Diese Statue der Wahrheit ist 2 volle 7 Zehntel hoch. Liegt in Bangkok. Zuvor war diese Statue mit Gips bedeckt und erweckte den Eindruck eines wertlosen Artefakts.
Experten gehen davon aus, dass es zwischen dem 13. und 14. Jahrhundert in Indien entstanden ist. Die Statue selbst kam 18.101 nach Bangkok und wurde im Tempel Wat Hunaram ausgestellt. Wenig später wurde sie 19.135 in den Wat Tremit verlegt. Doch die Statue war so groß und nutzlos, dass sie viele Jahre lang außerhalb des Tempels stand. Nur ein Blechdach schützte es vor den Launen des Wetters. Doch 1915 stürzte die Statue, als sie in einen anderen Tempel in Bangkok überführt werden sollte. Der Stuck an der Oberfläche war rissig. Im Inneren wurden Teile einer goldenen Statue entdeckt. Arbeiter entfernten den restlichen Stuck und fanden darin 18 Karat Gold. Ja, die goldene Statue bestand aus 9 Teilen. Es gab auch einen Schlüssel, mit dem die Statue zum Zwecke des Transports zerlegt werden konnte. Historiker gehen davon aus, dass die Statue im 17. Jahrhundert mit Stuck bedeckt wurde, um sie vor der Invasion barbarischer Truppen zu schützen. Ich denke, dass es gelungen ist, dass die Eroberer die Statue ablehnten, weil sie dachten, sie sei wertlos. Und das ist alles für heute. Vergessen Sie nicht, diesen Kanal zu liken und natürlich zu abonnieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, bis bald. Bye.